Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Wanderzirkus ist ja jetzt auf F9, heute wo ich jetzt schon spiele, den zweiten Tag draußen. Und viele von euch haben es bereits gestern auch schon in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise ja, in Livestreams und Discord-Servern ist das ganze Thema auch rumgegangen. Der Wanderzirkus hat die Clownsnase auf. Ja, wer hätte es gedacht? Die Einräder fahren hier wieder mit umher und ja, die fürs Balancing zuständig waren, obendrauf anscheinend, denn ja, der Wanderzirkus, so wie er jetzt momentan ist, sorgt für teils viel, ja, sag ich mal, Ärgernis. Ich sag euch auch gleich warum. Und ich hatte jetzt hier auf YouTube auch nochmal eine kleine Umfrage gestartet, die ist seit 13 Uhr live. Da könnt ihr auch sehr gerne mal eure Stimme ja, hier mal eintragen. Das verlinke ich euch mal in den Kommentaren. Und da geht es halt eben darum, wie findest du den Wanderzirkus generell jetzt beides mit einbeschlossen, Balancing als auch so vom Wanderzirkus, von dem Prinzip aus, wie es halt so an sich aufgebaut ist, so, ne, also vom Kampfsystem. Ne, beides so mal mit inbegriffen, das ist jetzt nicht getrennt, sondern eine Wertung quasi. Ne, und ja, könnt ihr gerne dran teilnehmen, schaut mal in die Kommentare, da ist das Ganze. Und ja, viele haben reingeschrieben, dass sie nicht mal bei der ersten Etage weitergekommen sind. Heute, wo ich auch das erste Mal die Chance hatte, auf allen meinen Accounts den Wanderzirkus zu spielen, habe ich das auch gemerkt. Gestern, wir befinden uns jetzt gerade auf meinem Main hier, ja? Gestern bin ich mit meinem Main tatsächlich, also am ersten Tag, beim Direktor bis zur Stufe 60 gekommen. Also wir haben den Direktor bis 60 durchkloppen können. Ohne Probleme. Ja, kann ich euch zeigen. Habe den Beweis auch noch hier. Ne, wenn wir uns das mal anschauen. Hier, zack, der Direktor hat ein Level von 740 und der momentan jetzige hat gerade eins von 5 und ich bin schon so gut wie durch. Ich bin schon bei 35 Monster-Leveln hier. Habe hier schon auf der Ebene ein paar Mal ja, bleiben müssen, weil es für mich hier langsam jetzt auch schwieriger wird. Und ich komme hier einfach nicht weiter. Ja, obwohl ich gestern den komplett gestompt habe. Also gestern bin ich wirklich ohne Probleme durchgegangen. Und woran liegt das? Einzig und alleine an der Klasse. Ja, also es sind mehrere Balancing-Sachen, aber das ist eine. Ich zeige euch gleich nochmal andere. Das ist die Klasse. Wir haben hier heute auf dem Server einen Krieger, ja, was man ja auch hier an den Werten gut sehen kann. Und der ist für mich so gut wie unmöglich. Ich habe hier schon wirklich sehr viele Tries rein probiert und ich komme hier einfach verflucht nicht weiter. So, und ich habe hier nicht mal die 100%. Ich bin hier auf 25% und komme nicht weiter. Ja, das ist nicht gut. Ja, wenn wir uns den Kampf hier von gestern anschauen, da haben wir hier halt einen Intelligenzgegner. Also sprich, wenn ihr, also 740, ich war dann gestern bei 745 dann, ne? Das war dann halt eben der Direktor auf Stufe 745. Jetzt bin ich stuck bei 700. Ne? Wenn ihr einen Direktor habt, der eurem Attribut entspricht, also seid ihr Magier, Intelligenz, seid ihr Kundschafter, ne? Kundi und Krieger halt eben mit Stärke, wenn ihr einen Gegner habt, einen Direktor, der eurem Hauptattribut entspricht, dann spielt euch das potenziell schon mal in die Karten. Ja, das heißt, falls ihr an dem Tag einen gleichen Direktor habt mit eurem Hauptattribut, würde ich an eurer Stelle dort schon mal ein bisschen mehr reingehen, als wenn ihr jetzt einen habt, der zum Beispiel bei mir ein Blocker ist und jetzt gar nichts mehr weitergeht. So, dasselbe bewahrheitet sich jetzt auch, ich habe ja jetzt auch auf meinem Battle Mage gespielt und auf meinem Battle Mage ist es jetzt nun so, ich denke mal, das ist weltweit so, dass jetzt der erste jetzt von den anderen Servern außer F9 ein Krieger ist und ja, hier sehen wir, dass ich zumindest mit meinem Battle Mage auf plus 35 gekommen bin. Hier habe ich aber auch nicht hardcore reingepilzt. Ja, ich bin hier auf plus 40 bei den Monstern, ja, was auch okay ist, sag ich mal. Das ist nicht verkehrt. Und ja, habe dann halt eben locker flockig mit circa 400 Pilzen 1,2 Milliarden Gold farmen können, ohne Probleme. Ja, also das war das, was ich ja gestern
auch gesagt hatte, das war mein Learning, okay, wenn ich jetzt hier das so und so mache, dann komme ich wahrscheinlich ein bisschen günstiger und krieg dann ein bisschen mehr Gold. So. Das war dann das, was ich dann gemacht hatte. Manche machen auch wirklich diese Taktik von wegen, sie bleiben auf der ersten Ebene beim Akt und ziehen dann die Tickets hier durch und nehmen dann die 12 Millionen Gold mit. Ne? Kann man machen, aber ist, finde ich, halt ziemlich teuer, muss ich sagen. Ja? Also auf meinem Battlemage bewahrheitet sich das Thema auch. Der Krieger als Direktor gegen den Krieger als mein Battlemage, und der Battlemage ist ja nun wirklich keine Dungeon-Klasse. Ja? Das wollen wir mal so festhalten. Hat es hier bis plus 35 geschafft. So, und da bewahrheitet sich das zum Beispiel auch. Ja, jetzt gehen wir mal auf EU15. Das ist mein neuester Account, sag ich mal. Ja, der ist jetzt auch nicht perfekt gespielt. Ich habe hier auch keinen Arena-Manager. Gut, man kann hier jetzt ein paar Sachen reinfließen lassen, die natürlich nicht ganz richtig sind. Aber hier haben wir natürlich auch den Direktor als Krieger und ich bin hier eine Intelligenzklasse mit dem Druiden, und hier habe ich das Problem, hier habe ich schon sehr viele Pilze auch reingesteckt. Ich bin hier stuck beim ersten Gegner, und das haben ganz viele von euch auch das Problem. Manche mehr, manche weniger. Gut, jetzt haben wir ihn natürlich. Okay, Vorführeffekt, jetzt habe ich ihn besiegt, aber ich kann euch wirklich sagen, 200-300 Pilze habe ich hier schon in Etage 1 rein investiert und konnte nicht mal den ersten Aktgegner besiegen. So schlimm war das gewesen. Ja, also geschweige denn, dass ich überhaupt hier ein Ticket bekommen habe für den Direktor, stand mal ganz außer Frage. Dass das was wird, lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster, bezweifle ich sehr. Und das haben auch viele in die Kommentare gestern geschrieben gehabt, dass halt eben nicht nur, jetzt kommen wir ja zum zweiten Punkt, dass nicht nur das Balancing nicht wirklich hundertprozentig akkurat ist, was die Klassen angeht, sondern auch was die Level angeht, weil mir wurde in die Kommentare geschrieben, ich hatte da nicht ganz so drauf geachtet, dadurch, dass ich halt eben an einer Levelgrenze bin, momentan gerade, und das haben mehrere Leute, das ist ähnlich wie beim Sandsturm zum Beispiel, wo alle 10 Etagen die Gegnerlevel um exorbitant viel höher gehen, so, dass dann quasi auf einmal da ein fetter Blocker ist, so. Und hier soll es wohl, also das kann ich nicht hundertprozentig belegen, aber das wurde mir halt hier und da mal in die Kommentare geschrieben und ich habe es auch ein, zwei Mal im Discord gelesen, dass halt eben auch anhand der Gegnerstufe, ja, wenn man jetzt zum Beispiel so kurz vor 700 ist, so wie ich, ne, dass halt eben dort auch bestimmte, Charaktere einen Damage-Spike bekommen haben zu den davorgehörigen Leveln, die in den davorgehörigen Leveln unverhältnismäßig erscheinen. Ne? Also wie zum Beispiel hier beim Sandsturm. Da haben wir 10 Gegner, oder sagen wir mal 9 Gegner, wo das einigermaßen gleich auf ist. Und der 10. Gegner ist dann wieder so ein Blocker, der dann die Statpunkte extrem hoch geboostet hat, und da kommst du dann nicht mehr weiter. Und so ähnlich kann man sich das dann halt auch bei diesen Direktoren vorstellen. Also nicht nur, dass die klassenabhängig nicht gut gebalanced sind, sondern halt eben auch von den Leveln her, ja. Und es haben halt eben viele Probleme, dass sie nicht mal das Feature richtig spielen können, weil eigentlich kommst du ja in den Zirkus rein ab Stufe 10. So, und dann sollte eigentlich, so ob du nun einen Stufe 10 Account hast oder einen Stufe 700 Account, das sollte eigentlich egal sein, weil für die Stufe 10 Charaktere sollte der Zirkus genauso gebalanced sein wie für die Stufe 700er, und keiner sollte da oder benachteiligt werden. Das Einzige, wo du dich halt eben absetzen kannst, ist halt die Ehrenhalle. Ja, wenn du da eben Wert drauf legst, ne, dann kannst du das machen. Ansonsten ist die Ehrenhalle wirklich nur dazu da, wer hat mehr Pilze. Ja, mehr ist es nicht. So, die Leute, die auf den ersten Ebenen bleiben, ne, auf dem ersten Akt und dort nicht weiter großartig ihre Gegnertypen erhöhen, die farmen halt eben diese Silbermünzen hier oben, ne, womit man sich dann halt eben in der Ehrenhalle hier platziert. Und das machen die dann halt sehr, sehr häufig. Ja, nachher, wenn man dann halt eben in diesen Minusbereichen ist, ich kann auch noch mal ganz kurz auf meinen Battlemage rübergehen, wir können hier noch ein bisschen holen. Wir sind ja jetzt hier momentan gerade bei 100, ja, und hier habe ich nicht mehr weitergespielt, weil ich es nicht mehr eingesehen habe, weil die Gegner hier schon zu schwer wurden, so, ne. Hier ist es halt so,
dass wenn wir auf minus 100 gehen, alle 10 Etagen, das hatte ich euch ja gestern schon gesagt, nur ein Ticket dann da ist. Und dann ja, nehmen das Leute wirklich in Kauf, 10 Pilze zu investieren für halt eben ein Ticket, um halt eben ein Try beim Direktor machen zu können, um sich halt eben das Gold zu sichern oder halt eben die Silbermünzen hier. Ne? Ja, also es ist auf jeden Fall, ich muss sagen, ähm, so vom Prinzip her, ja, wie das Ganze aufgebaut ist, mit diesen Aktgegnern besiegen, goldene Tickets ziehen und dann beim Direktor Schaden machen, ne, ähnlich wie beim Dämonenportal mäßig und dann bekommt man halt eben hier Rewards. Das Prinzip an sich finde ich ja mal gar nicht so verkehrt, ja. Es ist jetzt nicht der Burner, es haut mich jetzt nicht um, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Allerdings ist halt das Balancing komplett verkackt und es macht halt einfach auch keinen Spaß, selbst nicht mal auf meinem Main, wo es mir eigentlich sehr wichtig ist. Und ich hatte extra gestern nochmal Pilze aufgeladen, weil ich heute auch Bock hatte, das alles richtig zu spielen und alles schön zu spielen, weil ich halt eben wusste, okay, gestern habe ich das und das vielleicht falsch gemacht. Das mache ich am nächsten Tag anders. So, wenn der Direktor aber am nächsten Tag einfach eine Konterklasse ist, beziehungsweise halt eben ein Attribut hat, was nicht dein eigenes ist, dann sieht man ja hier, und ich habe wirklich schon extrem viel hier schon rein gepilzt, ja. Wir können hier gerne noch ein bisschen nochmal versuchen, ja, weil ich jetzt hier mal ein paar Pilze mir gegönnt habe auf meinem Main, ja, weil ich da auch wirklich Bock drauf hatte. Aber es ist halt einfach sehr demotivierend, wenn man dann halt im Vergleich zu gestern den Direktor easy, ne, auf 100% schafft und sogar 60 ja, Gegnerstufen erhöht und am nächsten Tag schaffst du gerade mal so den ersten Direktor und der zweite ist dann schon nicht mehr machbar. Das ist doch einfach sehr frustrierend, muss ich sagen. Und ja, das spiegelt sich momentan heute auch gerade hier in der Ehrenhalle gerade wieder. Ich bin jetzt auf Platz 9, weil ich halt einfach nicht weiterkomme. Ich kriege hier niedrige Boni. Ja, ich kriege hier anstatt 6 Millionen 3,75. Sowohl Lucky Coins auch weniger und halt eben die Silbermünzen, weil ich halt einfach beim Direktor nicht weiterkomme. Ja, und das ist leider ziemlich schade, muss ich sagen. Im Vergleich zu gestern hat mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Heute macht es mir nicht ganz so viel Spaß, weil ich halt auch nicht von den Boni hier profitieren kann. So, und das finde ich halt eben im Verhältnis eben irgendwie schlecht gelöst, sag ich mal. Ja, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie sieht es bei euch aus? Aber ich denke mal, dass halt schon irgendwo sich ein Bild manifestiert hat. Gerade auch, weil ich mir das gestern von euch durchgelesen habe, dass halt eben ihr das so ähnlich seht wie ich so und halt, ja, das einfach jetzt nicht so die beste Art und Weise ist, wie das Ganze hier gebalanced worden ist. Ja. Ich muss sagen, heute macht es mir wirklich kaum bis gar keinen Spaß, hier die Gegner durchzupilzen, weil es ja einfach nicht im Verhältnis steht und wir kommen hier ja nicht mal beim Direktor wirklich weiter. Also ich werde wahrscheinlich, wenn wir beim Direktor wieder einen Magier haben, dann werde ich hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Pilze in die Hand nehmen, weil dann weiß ich, okay, das ist meine Zeit, wo ich jetzt hier den Direktor wieder komplett klatschen kann. Aber wenn der Direktor ja zum Beispiel ein Krieger ist, so wie heute, ne, an Tag 2 für uns auf F9, ne, beziehungsweise ja, zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt gerade aufnehme, ist es Tag 2. Jetzt, wo ihr das gerade seht, ist ja sogar schon Tag 3. Mal gucken, was dann ist. Ne? Dann ja, macht es halt einfach nicht viel Spaß. Und da sind halt momentan gerade andere dann eben vorne. Beziehungsweise ja, ist das halt eben nicht so der Playstyle, den ich präferiere. Generell muss ich sagen, ist es wirklich machbar, so 1,2, 1,3 Milliarden Gold mit 400 Pilzen oder so hinzukriegen. Das hatte ich, wie gesagt, auf meinem Battlemage heute auch geschafft. First Try, ja, ich habe das so gemacht mit der Taktik, wie ich es auch empfohlen hatte, ne, dass man halt eben auf 100% geht. Wenn wir 100% erreicht haben, dann bleiben wir auf der Ebene, dann gehen wir auf 75%, gehen dann wieder hoch auf 100%, erhöhen einmal die Gegnerstufe, ne, gehen dann wieder runter auf 75%, weil wir halt nicht über 100% kommen dürfen wegen den Boni. Und dann hat man für, ich sag mal, im Verhältnis relativ wenig Pilze, die man ausgegeben hat, 1,2, 1,3 Milliarden Gold. So, ne, das ist so die Taktik,
die wahrscheinlich so die etwas höher gestellten Pilzer nehmen. Die Hardcore-Pilzen, die machen halt eben die Taktik, dass die auf der 1 bleiben, beziehungsweise halt gar nicht die Akte hier durchboxen und dann halt eben so die Tickets farmen und halt eben so sich die 12 Millionen Gold sichern hier beim Direktor. Ne? Das mache ich aber nicht, das ist mir zu krass, dafür nehme ich nicht die Pilze in die Hand, lohnt sich meines Erachtens nach nicht. Ne? Wer das machen möchte, kann das sehr gerne tun. Ich hatte schon irgendwo Screenshots gesehen auf anderen Servern, wo Leute auch schon richtig krank gepusht haben, so. Ne? Das ist schon, okay, ne, hier war es nicht, müssen wir mal schauen. Wo wir noch, wir haben ja ein paar Accounts hier. Okay, gut, hier sind wir Stufe 1. Auf jeden Fall wurden mir schon Bilder zugeschickt, wo die Leute schon extrem weit gepusht haben. Gut, die meisten habe ich hier leider auf 1. Das ist natürlich jetzt kein guter keine gute Vorzeige hier, aber ich hatte schon Bilder gesehen, wo Leute denn an Tag 1 über 10.000 von diesen Silbermarken gesammelt haben. Und das ist natürlich, ja, gut. Das muss jeder selbst wissen, ob sich das lohnt für ihn oder nicht. Ne? Also ich finde das normale Pilzen schon teuer, aber dieses Pilzen hier von wegen, ne, dieses unendlich Stat-Farm-mäßige, finde ich persönlich nicht im Verhältnis. Ne? Aber wie gesagt, muss jeder selbst entscheiden, ob das für ihn worth ist oder nicht. Ne? Ja, Freunde, ich werde auf jeden Fall euch nochmal zeigen, wie es aussehen kann, wenn ich hier beim Direktor auf mein Main einen Magier vor mir habe. Ja, dann werde ich euch das nochmal zeigen. Dann werden wir hier nochmal durchrasieren, weil das geht auch relativ fix. Innerhalb von 5 Minuten bist du hier mit dem Zirkus für den Tag durch und hast da deine Stat-Punkte gefarmt. Das geht relativ fix, das können wir in einem Video sehr gerne mal machen. Und dann gucken wir mal, wie viel Pilze wir etwa ausgegeben haben und wie viel Gold wir gesammelt haben. Ich denke mal, das ist nochmal ganz interessant. Ne? Aber heute ist auf jeden Fall nicht mein Tag. So, heute können sich das andere safen, wenn ich zum Beispiel so dran denke, zu gestern, wo ich um die ersten Plätze gespielt habe, ja. Wie weit wir da gekommen sind, auch beim Direktor und so, das war cool. Heute sehe ich halt einfach überhaupt gar kein Potenzial beim Direktor und deswegen lasse ich das auch einfach jetzt hier sein an der Stelle. Ich komme bei Direktor 2 schon nicht mehr weiter mit meinem Main, ne? Und das ist irgendwie schon fragwürdig. Auf jeden Fall soll es das erstmal für dieses Video heute gewesen sein. Passt auf jeden Fall auf. Lasst euch nicht zu viele Pilze hier reinbaiten in diese ganze Zirkusgeschichte hier. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ne? Also da kann man so sagen, Playa wieder Clownsnase auf dem Einrad unterwegs gewesen hier beim Balancing der Gegner. So muss man dann halt einfach nur mal so sagen. Und ich bin gespannt, ob da noch irgendwas passiert oder nicht. Aber so finde ich es bisher, ja, macht Semi-Spaß, auf jeden Fall. Okay, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und ja, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf, haut rein und bis zum nächsten Mal.